Ich bin Julia und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einen guten Freund in seinen letzten Wochen begleiten durfte. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, die Dinge zu klären, so wenig wie möglich offen zu haben, weil ich gesehen habe, dass es sein kann, dass man keine Kraft mehr hat, um gewisse Sachen auszusprechen. Der Tod ist in mein Leben gekommen. Meine erste Erinnerung daran ist, mein Cousin ist gestorben, ganz plötzlich bei einem Motorradunfall, und der wurde mitten aus dem Leben gerissen. Niemand hat damit gerechnet. Der war Mitte 20 und auf einmal war er nicht mehr da. Und das war eine ganz große Verzweiflung da, weil so vieles ungesagt war. Und das hat sich dann nochmal gezeigt, als ein Freund gestorben ist oder beziehungsweise die Krebsdiagnose bekommen hat. Und dann war ich eher darauf vorbereitet. Es war trotzdem eine ganz große Überraschung und das war unerwartet. Und dieses Abschiednehmen, das habe ich mitgenommen, auch über seinen Tod hinaus, dass ich mich jedes Mal von den Menschen verabschiede, als wäre es das letzte Mal. Dieser Freund war immer kerngesund. Der war immer lebensfroher Mensch. Und dann gab es eine Phase, in der er Schmerzen hatte, in der er nicht mehr in seiner Kraft war. Und er hatte viele Arztbesuche und es war erstmal nicht klar, was los ist. Und das hat er alles mit uns oder mit mir geteilt. Das war für mich in dem Moment ganz klar, ich bin für ihn da. Und ich möchte noch die Zeit mit ihm verbringen, die bleibt. Das waren nur noch wenige Wochen. Und ich möchte die Wünsche, die er noch hat, möchte ich erfüllen, soweit es in meiner Macht steht. Und die letzte Zeit für ihn so angenehm wie möglich machen. Ich weiß noch, dass ich kurz vorher meinen Job gekündigt hatte und dadurch relativ viel Zeit hatte und ihn jeden Tag im Krankenhaus besucht habe. Ich weiß noch, an einem Tag bin ich 3-mal quer durch die Stadt gefahren, um seine Wünsche zu erfüllen, weil er noch ein ganz bestimmtes Eis essen wollte oder irgendwas aus seiner Wohnung haben wollte. Und es ging alles super schnell und es war auch gar keine Zeit mehr, um noch eine Palliativversorgung irgendwie möglich zu machen. Und er ist dann im Krankenhaus geblieben. Und wir haben das Zimmer so schön wie möglich eingerichtet. Wir haben den Fernseher mit Tüchern verhängt und die Heizung und Bilder aus seiner Wohnung geholt, eine Klangschale für ihn geholt. Ich weiß noch, wir haben einen Laptop neben sein Bett gestellt, wo Tag und Nacht Musik gelaufen ist, damit er eine schöne Begleitung hat. Und er hat sich auch gewünscht, welche Personen er gerne noch um sich haben möchte. Und das haben wir versucht umzusetzen, damit immer jemand da ist, damit er nicht alleine ist. Und ich habe ihn gefragt, was möchtest du noch machen? Was sind deine Wünsche? Was hast du noch Bedürfnisse? Was ist möglich noch zu erfüllen? Und er hat gesagt, er wollte immer ein Tonhaus bauen, ein Lehmhaus bauen. Er wollte ein Lehmhaus bauen. Das war sein Lebenstraum. Und dazu kam es nicht mehr. Es war ganz klar. Es war klar, dass das nicht mehr möglich ist. Und dass manche Träume nicht in Erfüllung gehen werden. Und ich habe versucht, ihm die kleinen Träume noch zu erfüllen.
Das waren ganz verrückte Sachen, wie er wollte gerne Tiramisu essen. Zum Schluss konnte er gar nichts mehr essen. Er konnte nichts bei sich behalten und er wollte aber so gerne noch mal schmecken. Er wollte Tiramisu schmecken. Und das habe ich ihm möglich gemacht. Und er hat einen halben Löffel gegessen und wirklich genossen und sich das im Mund zergehen lassen. Ich war total überfordert in den Momenten, wo er so starke Schmerzen hatte, dass er nur noch winseln konnte. Trotzdem bin ich dankbar dafür, dabei sein zu dürfen und das mit ihm teilen zu dürfen. Und es war eine ganz kleine Gruppe an Menschen, die ihn regelmäßig besucht haben. Und es waren viele Entscheidungen zu treffen in dem Moment. Gab viele Optionen. Es gab die Option, nochmal Operationen zu machen. Es gab die Option, eine Chemotherapie anzufangen. Es gab die Option, die Schmerzen zu lindern und keine weitere invasiven Techniken zu machen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, weil er auch starke Schmerzen hatte, dass ich, glaube ich, ein halbes Kilo Gras besorgt habe und versucht habe, oder mit dem Hintergedanken, da CBD-Öl rauszugewinnen, um ihm die Schmerzen zu lindern. Und im Endeffekt hat er sich dafür entschieden, keine weitere Therapie zu starten. Es war ganz viel Verzweiflung auch im Raum und auch das Verarbeiten dieser endgültigen Diagnose, aus der es kein Entrinnen gibt. Und es ging nur noch darum, wie gestalten wir die letzten Wochen. Und das war ein inneres Gefühl von Stärke auf einmal, das da war. Es war ganz klar, es war so eine intrinsische Motivation. Ich möchte die Zeit mit ihm verbringen, möchte sie so erträglich machen wie möglich, alles, was in dem Rahmen liegt. Und im Endeffekt waren es 5 Wochen, die uns geblieben sind. Es waren 5 Wochen zwischen Diagnose und dem Tag, an dem er gestorben ist. Und in der Zeit hat er auch das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Er ist zur Diagnostik ins Krankenhaus gekommen und ist dann da geblieben. Ja, es gab Phasen der Wut, es gab Phasen der Verzweiflung, der Hilflosigkeit. Und ich wusste bei keinem Besuch, was mich erwartet. Ich habe ihn in schwachen Phasen erlebt, ich habe ihn in starken Phasen erlebt. Es waren ganz euphorische Phasen dabei mit Hoffnung, dass sein Körper das von alleine schafft. Und im Endeffekt ist die Zeit so schnell gelaufen, dass es gar keine Option mehr gab, irgendwas zu machen. Und irgendwann hatte er so einen Punkt, wo ganz viel Ruhe eingekehrt ist, wo er den Verlauf akzeptiert hat. Ja, wir haben Musik gemacht zusammen, wir haben zusammen gesungen, wir haben einfach zusammen aus dem Fenster geguckt und die Vögel beobachtet. Jeder Tag war anders und das war eine ganz schöne Herausforderung, zu schauen, was ist an dem Tag möglich, wie kann man den Tag so schön wie möglich für ihn gestalten. Ich weiß noch, er wollte ein Fußbad haben und wir haben einen riesen Eimer ins Krankenhaus geschleppt und haben den mit warmem Wasser und Schaumbad gefüllt und haben dann zusammen Fußbad gemacht. Und das hat uns total verbunden und jede Kleinigkeit hat Freude in dieser traurigen Situation herbeigeführt. Das Thema Abschied nehmen ist ganz schwierig in der Situation, wenn jemand endgültig aus dem Leben scheidet.
ich habe jedes Mal, wenn ich mich von ihm verabschiedet habe, habe ich gedacht, das kann das letzte Mal gewesen sein. Ich habe mich ganz bewusst jeden Tag von ihm verabschiedet. Und an dem Tag, als es soweit war, ein Tag bevor er verstorben ist, war ganz klar, die Seele hat den Körper verlassen. Da ist kein Leben mehr in diesem Körper drin. Das habe ich gespürt. In dem Moment war mir klar, es ist jetzt wirklich das letzte Mal gewesen, dass ich ihn in der Art sehe. Er ist immer schwächer geworden. Er konnte auch irgendwann nichts mehr essen. Ich weiß auch noch, wie schwierig das für mich teilweise war, diesen Körper, der irgendwann auch ganz ausgemergelt war, mit dem in Kontakt zu treten. Und gleichzeitig habe ich ihn aber da drin in diesem Körper gesehen. Ich habe gespürt, da ist noch diese Person, die mir so vertraut ist. Nur der Körper verändert sich. In seinem Leben waren noch einige Sachen ungeklärt. Es war nicht leicht, ihn da auch zu sehen in der Verzweiflung und in der Trauer, dass er manche Sachen nicht mehr klären kann. Er hatte nicht mehr die Kraft, mit manchen Menschen zu sprechen, weil ihn das zu sehr aufgewühlt hätte. Und andere Menschen wiederum wussten überhaupt nichts von seiner Erkrankung, weil es so schnell ging. Und wir haben ihn angerufen. Wir haben in unserem Helferteam sozusagen, haben wir irgendwann sein Handy bekommen, weil er keine Kraft mehr hatte, die verschiedenen Nachrichten zu beantworten. Und er hat auch darüber gesprochen, dass er gerne Abschiedsfeier haben möchte. Das war auch ein ganz schöner Moment, dass er sich gewünscht hat, dass wir eine Abschiedsfeier für ihn veranstalten, in der wir fröhlich sind, in der wir uns Geschichten über ihn erzählen, in der wir tanzen, wo schöne Musik gespielt wird. Wir haben mit ihm zusammen diese Feier besprochen. Er hat sich genau gewünscht, wer Klavier spielt. Er hat sich gewünscht, dass es ein fröhliches Fest ist, dass wir in Freude an ihn denken und von ihm gemeinsam Abschied nehmen können. In der Zeit, bevor er seine Diagnose bekommen hat, hatten wir einen kleinen Streit. Nichts Großes, aber so eine kleine Diskrepanz. Und so, dass wir gar nicht so viel Kontakt hatten. Und in dem Moment, wo es ihm nicht gut ging, hat er wieder den Kontakt gesucht. Und ich habe für mich gemerkt, diese Kleinigkeiten sind überhaupt nicht wichtig im Leben. Es war für mich klar, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, was da zwischen uns vorher gefallen war, sondern es war, was jetzt ist wichtig. Es war klar, ich möchte die Zeit mit ihm verbringen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Teil dieser Reise sein durfte und so viel auch für mein weiteres Leben mitnehmen durfte. Seine Lieblingsfarbe war Türkis und wenn ich seine Lieblingsfarbe irgendwo sehe, kommt er mir auch kurz in Erinnerung. Und so lebt er in mir weiter und die Erinnerungen kommen immer wieder hoch und ich denke mit Freude an ihn. Ich denke ich denke an die schönen Momente und die sind ganz tief in mir verwurzelt. Dafür brauche ich keinen Grabstein, dafür brauche ich kein Grab. Für mich sind es die persönlichen Orte, die da sind. Für mich sind es die Orte, die Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, die in Erinnerung bleiben. Durch diese gemeinsame Zeit mit ihm, dass ich ihn beim Sterben begleiten durfte, habe ich auch keine Angst mehr vor dem Sterben. Es hat mir
die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod genommen. Ja, ich habe beobachten können, wie die Lebenskraft aus seinem Körper geht. Dadurch, dass ich bei diesem Prozess dabei sein konnte, dass ich ihn jeden Tag gesehen habe, habe ich die Angst davor verloren. Und ich habe auch die Scheu verloren, ihn an dem Tag, als ich ihn gesehen habe, als er schon verstorben war, konnte ich ihn anfassen. Ich habe diesen Körper angefasst, der fast so aussah wie an dem Tag vorher, als er noch gelebt hat. Aber er war kalt. Das ist ein ganz großes Geschenk, sich von der Person zu verabschieden, wo man weiß, man wird sie nie wiedersehen.